Moin Freunde, heute geht es um den zweiten Part meiner Reise von Istanbul nach La Plata. Heute sieht es mega warm aus, hier ist auch eine geile Palme, aber ich sag mal so, 8 Grad schmecken nicht so. Ja, als ich dann in Istanbul am Flughafen war, habe ich mich da halt hingechillt, so, habe mein Ding gemacht. Die Leute beim Boarding haben natürlich wieder 5 Jahre vorher schon angefangen, sich da anzustellen. Ein Nackenkissen geholt für 30 Tage, weil ich zu dumm war, mir in Istanbul einfach eins zu holen. Egal. Ich check einfach nicht. Wie kann man sich denn immer schon eine Stunde vorher anstellen, wenn man ganz genau weiß, dass man noch nicht reinkommt? So. Ich check das nicht. Haben die Angst, dass der Flieger irgendwie ohne die losfliegt? Da kommen noch 3-mal Ansagen, Last Call. Ich check's nicht. Ich chill hier. Ja, dann bin ich rein. Dann habe ich meinen Sitznachbarn kennengelernt. Mit dem kurz geschnackt, der konnte aber auch nicht wirklich Englisch. Ey, Digga, der Typ, ne, der hat sich so breit gemacht. Ich bin jetzt gerade in Sao Paulo. Wir haben hier einen technischen Zwischenstopp. Digga, ich saß die ganze Zeit neben einem, der hat mich so abgefuckt. Ey, Junge, vor allem, das hat eigentlich richtig gut angefangen. Ich hatte erst eine hinter mir. Da wollte ich nur fragen, so, ob es okay ist, wenn ich meinen Sitz nach hinten mache. Und sie hat sich direkt so entschuldigt. Ich meinte so, weil sie mit den Knien am Sitz war. Ich meinte so, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. So, das ist kein Problem für mich. Ich wollte nur fragen quasi, ob das klar geht. Und sie war mega sympathisch so, ne, mit der kurz geschnackt. Und dann der neben mir Junge immer, der hat da gesessen, als hätte er die größten Eier der Welt, Junge, die Knie gingen von links nach rechts über alle 3 Sitze gefühlt. Dann wippt er immer so entgegen, säuft sich hier ein paar Bierchen rein, Alter, macht sich so breit, das hat so abgefuckt. Digga. Naja, jetzt noch mal ein paar Stunden weiterfliegen gleich. Vor mir hat den Sitz so fett nach hinten gescheppert, so dass sie so mein Knie zerfetzt hat. Echt wirklich, war ein bisschen ätzend, aber ich bin angekommen. Ja, und dann war ich mit Zwischenstopp in Sao Paulo, dann nach Buenos Aires. Ja, und da war ich dann erstmal lost, so, ich war übelst im Arsch. Der Airbnb-Host meinte so zu mir, ja, hol dir dann von Ezeiza Taxi, so ein Taxi halt kostet 900 Pesos, kannst du zu mir fahren zum Airbnb. Er war nicht da, er ist erst morgens angekommen. Ich hab mein Welcome-Kit abgeholt von der Uni, was dann so ein Safe eingeschlossen war. Und ich wollte dann an so einem Schalter, die SIM-Karte aktivieren. Ging aber nicht, weil der Schalter irgendwie schon zu hatte, obwohl auf dem Ding stand, dass es noch offen hat. Naja, ich suche das Ding, finde das nicht, will mir ein Uber bestellen, Uber funktioniert nicht, denkst du, scheiße, was mache ich jetzt? Und ich habe voll vergessen, dass es dieses Taxi halt gibt. Und dann habe ich ein Taxi vorm Airport genommen und dann meinte der so, ja, 4.400 ist der Tarif, also Peso. Und ich war so, Digga, nee, Mann, das ist übelst teuer, das wären irgendwie zum offiziellen Kurs 37 Euro gewesen oder so. Und dann dachte ich mir, Alter, 37 Euro muss jetzt nicht sein für 10 Minuten Fahrt. Dann meinte ich so, kann ich auch einen Euro bezahlen? Meinte er so, ja, das wären dann 30. Und dann meinte ich so, ja, ich würde dir maximal 20 geben. Ich wäre auch nicht zu Fuß gegangen, so, also es war in dem Moment meine einzige Option, aber muss man ja nicht sagen. Ja, und dann im Endeffekt haben wir uns auf 25 geeinigt. Ich wollte eigentlich einfach nur im Airbnb ankommen und pennen, weil ich übelst müde war. Ich habe auf dem Flug am Anfang ein bisschen geschlafen, aber dann am Ende halt nicht mehr, weil ich dann halt abends auch pennen gehen wollte so. Oder beziehungsweise wollte, dass ich pennen gehen kann und überhaupt einschlafe. Und deswegen war ich dann schon echt fertig. Ich habe mir am Flughafen nur noch was zu essen geholt kurz und bin dann halt mit dem Taxi los. War so gegen 12:30 im Bett oder so. Der Gastgeber hat mega den süßen Hund eigentlich, aber ja, ich hatte da nicht mehr so die Energie abends noch gracias. War gerade einer, der mir sein Süßgebäck verkaufen wollte. Und der Hund war mega süß und mega anhänglich, aber ich hatte einfach keine Energie, ich wollte einfach nur pennen. Im Kühlschrank waren Getränke, es war sogar Essen da, aber ich habe mir nichts genommen vom Essen. Ja, und dann habe ich gepennt. Es hätte sogar einen Pool gegeben.
Aber ich sag mal so, bei der Kälte vielleicht nicht so geil. Dann bin ich morgens aufgestanden, so gegen 10 oder so. Bin 10:45 runter und da war dann Gaston. Und der war so ein hilfsbereiter Typ, wirklich. Der ist wohl Reiseführer, also der kennt sich mit Touri-Sachen richtig gut aus und hat mir dann so ein paar Tipps gegeben, wo es günstig ist, wo es teuer ist. Er meinte irgendwie ganz im Norden ist es günstig, im Süden ist es eher teuer. Also jetzt in Argentinien. Und ja, dann habe ich mit dem halt geschnackt, es war mega witzig. Wir haben uns dann verabredet, mal zum Fußballspiel von seinem Lieblingsclub zu gehen. Er hatte nämlich ein Bild mit Maradona, wo ich ihn gleich drauf angesprochen hatte. Und war sehr witzig. Er hat mir dann ein Taxi gerufen. Dann bin ich zum Flughafen, dachte mir, okay, easy, ich fahre zum Flughafen. Von Tienda León gibt es da so Reisebusse, mit denen man nach La Plata kommt. Hatte ich so im Internet recherchiert, dachte so, okay, easy, fahre ich hin, fahre ich nach La Plata, ist das Ding geritzt. Joa, sagt er mir bei Tienda León, wofür ich auch einen 40% Gutschein hatte, den ich im Endeffekt nicht eingelöst habe, weil ich so im Stress war. Sagt er mir so, ja, nee, nur Nachtbusse fahren nach La Plata. Du musst jetzt erstmal in eine Stadt fahren, nach Buenos Aires, und von da aus kannst du den nächsten Bus nehmen. Und ich war so, ey Junge, das kann ja nicht wahr sein. Vor allem ich hatte nur am Flughafen WLAN und dann irgendwie habe ich halt, war ich nicht so spontan, hatte vergessen, mir die Offline-Karte runterzuladen. Also ich war so kacke vorbereitet. Ich fahre auf jeden Fall los, denk so, okay, hier mein Airbnb-Haus hatte mir noch gesagt, ja, fahr mal zu der, steig mal da aus, im Obelisk. Steig mal da aus und nimm da den nächsten Shuttle. Weil er auch nicht wusste, dass ich so eine Sube-Karte habe. Also diese Karte braucht man für öffentliche Verkehrsmittel. Dann habe ich im Bus eine angesprochen und gefragt, ob sie mir kurz zeigen kann bei Google Maps, wo das ist, wo ich aussteige und wo ich dann hin muss. Und dann war die übelst nett und hat mir natürlich geholfen und mir auch dann Hotspot gegeben einfach, sodass ich dann die Offline-Karte runterladen konnte, hat sie mir empfohlen. Und dann konnte ich halt alles recherchieren, dass ich dann offline quasi nur noch gucken muss, welche Verbindung muss ich nehmen und so. Und da ist mir dann halt aufgefallen, ich kann auch einfach dann öffentliche Verkehrsmittel nehmen. Und deswegen habe ich dann die Metro genommen. Da hat mir auch direkt wieder eine geholfen. Ich habe so hilfesuchend auf so ein Schild geguckt und sie hat direkt gefragt, so, ja, wo musst du hin? Und vor allem auch nicht so, wo musst du hin? Und dann sagt die so, ja, du musst hier hoch und dann dahin, sondern die hat extra nachgefragt quasi, ob ich da auch wirklich hin muss. Also sie hat gefragt, musst du nicht dahin, also nicht in die Richtung? Ich so, nee, ich muss dahin, alles klar, dann schau da ist ein Schild, da musst du dann links. Übelst korrekt, einfach wirklich sehr herzlich, sehr hilfsbereit alle und holt mich auf jeden Fall ab, die Art. Und dann bin ich zum Bahnhof mit der U-Bahn und dann war ich am Bahnhof und ich gucke so auf die Anzeigetafel, La Plata, gucke so oben, 13:24 Uhr fährt der. Ich gucke so auf die Uhr, 13:24 Uhr, ich gehe so durch die Dings durch mit meinen 2 fetten Koffern, den Einlass quasi. Und das Ding fährt genau vor meiner Nase weg. Aber ich habe, glaube ich, 25 Minuten gewartet oder so. Und dann war das Ding geritzt. Dann habe ich mir noch was zu essen geholt. Habe mich auf 2 Sitze geknallt, weil ich keinen Bock hatte, dass mein Koffer geklaut wird im Zwischenraum da. Habe halt einen Koffer hingestellt, den anderen auf den Sitz und meinen Rucksack halt bei mir. Und einerseits tat mir das total leid, weil voll viele stehen mussten, aber andererseits dachte ich mir, ihr würdet genauso wenig euren Koffer jetzt davor knallen in den Raum, wo alle stehen, der an der Tür ist, wo einer nur greifen muss und weg. So hatte ich halt auch keinen Bock, dass mein Koffer dann mit meinen ganzen Wertsachen da drin weg ist. Ja. Und dann war ich in La Plata. Ich hatte halt die ganze Zeit kein Netz, ne? Also ich hatte die ganze Zeit kein Internet. Habe schon die ganze Zeit hier dann geguckt, ob ich irgendwie WLAN habe, um meinen Host Bescheid zu sagen, dass ich bald da bin. Dann bin ich aber halt mit den Screenshots, die ich hatte, Bus gefahren und bin da hingefahren und habe dann bin dann da angekommen, dachte, okay, ich habe dann da WLAN, weil die mir das Passwort schon gegeben hatten. Ja, war aber nicht erreichbar im 2. Stock, das WLAN. Und dann war da gerade jemand und dann meinte ich so, ja, hier, ich habe hier ein Airbnb und so, aber ich konnte meine Hosts noch nicht erreichen, weil ich kein Internet habe und so. Und dann hat die mich reingelassen. Die dachte halt, ich will die safe ausrauben, so. Aber dann hat die meine Koffer gesehen. Und die meinte auch so, ja, es passiert irgendwie öfter, dass hier irgendwer irgendwie versucht reinzukommen, der halt keinen Chip hat, so, um die Tür zu öffnen. Und dann war ich vor der Haustür, hatte WLAN, hab den geschrieben. Meinte ich so, ja, macht euch keinen Kopf. Ging jetzt leider nicht anders, so, kommt einfach, wann ihr könnt.
Und dann meinten die so, ja, das kann jetzt bis 2 Stunden dauern. Und ich war so, ja, ist egal, ich setze mich irgendwo hin, kein Problem. Dann, die meinten aber, ich soll da wieder rausgehen, weil die irgendwie Stress bekommen können mit den Nachbarn, wenn ich da im Hausflur chille. Bin ich wieder rausgegangen, habe mich auf die Parkbank gefläzt, habe bei Carola beim Café Wi-Fi geschnurrt und habe dann eine Dreiviertelstunde gewartet und dann war Gabi auch schon da. Sehr nett, sehr jung, sehr cool. Ach so, ja, und hier Gaston vom anderen Airbnb und sie. Ich hatte sie darauf angesprochen, auf eine WG, ob die irgendwen kennen, der noch einen Mitbewohner sucht oder so. Und die fragen halt auch die ganze Zeit rum, so voll korrekt. Und ja, jetzt bin ich da im Airbnb. Ja, und dann brauchte ich erstmal ein bisschen Ruhe, habe erstmal meinen Jetlag ein bisschen auskuriert. Ich habe echt immer gemerkt, wie ich so gegen 19, 20 Uhr echt müde wurde und habe mich echt gezwungen, noch 3 Stunden wach zu bleiben, dass ich dann wenigstens ein bisschen in den Rhythmus reinkomme, dass ich nicht immer um 21 Uhr schon pennen will. Andererseits feiere ich es auch, dass ich jetzt so gegen 22, 23 Uhr müde werde. Kann ich so gegen 8 aufstehen, habe noch viel vom Tag, vor allem weil es hier um 18 Uhr halt auch schon wieder dunkel wird, deswegen ist es eigentlich ganz cool. Und Geld abholen. Ich habe das so gemacht, ich war erst bei der Bank, da habe ich aber noch einen Kurs für 119 Peso für 1 Euro bekommen. Also richtig scheiße mit Gebühren, richtig schlecht. Und dann habe ich so einen Geldtransferdienst genutzt, da kriegst du halt für 1 Euro fast 300 Peso und das werde ich auch in Zukunft machen. Jetzt bin ich angekommen und jetzt gucke ich mir seit ein paar Tagen die Stadt an, laufe ein bisschen rum. Ich habe jetzt noch nicht so viel gesehen, weil das Wetter echt schlecht war. Also es hat die ganze Zeit geregnet. Und jetzt bin ich halt, ich muss mal gucken. Ding ist, ich bin halt gerade noch alleine und ich genieße es gerade auch, mal alleine zu sein, mal für mich zu sein. Aber ich merke auch, dass es echt, dass es auf Dauer nicht klappen wird bei mir, weil ich ein sehr sozialer, kommunikativer Typ bin und ich habe das auch wieder beim WG-Casting gemerkt, so, dass es einfach echt Spaß macht, sich mit Leuten zu unterhalten, neue Sachen zu lernen und so. Und deswegen, es gibt so eine Gruppe mit Austauschstudierenden, die auch hierher kommen. Vielleicht, die hatten da auch schon drin geschrieben, hatten sich auch welche schon getroffen und so. Mal gucken, vielleicht schreibe ich da mal rein, ob jemand Lust hat, ein Bierchen trinken zu gehen oder so. Aber Sonntag gehe ich mit einem, mit dem ich eigentlich eine Wohnung suchen wollte, Fußball spielen. Und dann kenne ich auf jeden Fall schon mal wen. Der bringt noch 2 Freunde mit. Bin gespannt. Wird noch einiges passieren, glaube ich. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich habe mich ja jetzt hier nur hingefläzt, weil es angenehmer ist, als die ganze Zeit rumzulaufen. Und hier wird man echt fast überfahren, wenn man über die Straße rennt. Deswegen dachte ich, mache ich das einfach mal im Park. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich besser machen kann, dann schreibt es in die Kommentare. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Und wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da und ein Like.